ist wunderbar, dass ganz egal, wie sich die Zeiten verändern, wie sich die Umstände um uns herum verändern, Gottes Wort bleibt unverändert. Und unser himmlischer Vater hat schon von Anfang an gesagt, dass er der gleiche ist. Heute und morgen und gestern war er der gleiche. Und Jesus hat uns gezeigt, den Wesen des Vaters. Wir haben gesehen, dass Gott der Liebe ist. Ist Gott der Liebe, und so wie Jesus selber gesagt hat, er ist gekommen, damit wir das Leben in alle ihre Fülle haben. So wollen wir einfach uns gegenseitig nochmal ermuntern. Ermuntern, in diesem Frieden, in diesem guten Leben, was Jesus versprochen hat, auch zu bleiben. Trotz der Umstände, die um uns herum ganz andere Realität vorweisen. Das Wort Gottes sagt, die Gerechten werden aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also primär geht es darum, dass wir unseren Glauben stärken. In diesen Umständen, in denen wir jetzt leben, dass wir unseren Glauben stärken. Und nicht nur stärken, sondern wozu stärken, damit wir es freisetzen können. Und wenn irgendwas vor unserer Tür anklopft, dass wir diesem widerstehen können, dass wir Einhalt bieten können, diesem nicht Gutem, was vielleicht um unsere Mauer herumlauert. Ja. Deswegen müssen wir uns eben stärken, festigen im Wort, im Glauben, dass wir uns dieser Glaubensmauer um uns herum einfach fest überprüfen auf die Festigkeit, damit auch kein ungebetener Geist da reinkommen kann. Yeah. Und deswegen danken wir unserem himmlischen Vater, dass wir sein Wort haben. Mit diesem Wort können wir unseren Glauben stärken. Der Glaube wächst aus dem Hören, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und deswegen wollen wir heute, wie immer, mit dem Wort Gottes uns stärken, ermuntern, ermutigen und natürlich auch dich, der du zuhörst, damit wir alle fest werden, damit der Leib Christi einfach fest werde im Glauben. Positionierung. In Jesu Namen segne wir diese Zeit. Amen. Amen. Mir hat gut gefallen, dass du gesagt hast, das Wort ist unverändert. Das Wort verändert sich nicht. Das heißt, wenn das Wort sich nicht verändert, das hat einen Bestand, ist beständig. Das Einzige, was beständig ist. Das Einzige, was beständig ist. Denkt einfach 2 Wochen zurück und an die jetzige Realität, die um dich, um uns alle herum ist. Keiner hätte das jemals gedacht. Doch so schnelllebig ist die Welt und die Furcht lauert an deinem Tor. Ermächtigt sich deine Gefühle, deine Gedanken, deines Verstandes. Furcht und Panik. Ja? Und gerade deswegen muss man danach sich daran erinnern, was haben wir denn, worauf können wir denn bauen? Gibt es noch irgendetwas, was mir einen Bestand zusichert? Was unverändert ist. Irgendetwas in diesem Tohuwabohu der Zeit. Ja? Oder habe ich einen Anker, der beständig ist? Beständig. Beständig, das ist eine Beständigkeit, das ist auch eine Definition der Wahrheit. Beständige, zuverlässige, beständige, zuverlässige und immer fortwährende Wirklichkeit, Realität. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, wo Jesus uns ermuntert, bleibt in meinem Wort, bleib. Schau nicht auf deine Umstände, weil deine Umstände werden um dich herum Purzelbäume schlagen. Aber du bleibe in meinem Wort, sagt Jesus. Denn nur so wirst du die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit, die Bestand hat. Nicht die Wahrheit der Medien, nicht die Wahrheit der Politiker oder sonst wen. Nein, die Wahrheit, die beständig ist, zuverlässig und fortwährend. Und diese Wahrheit, wenn du diese erkennst, wenn diese Wahrheit dir reell wird,
wenn diese Wahrheit zu deiner Realität wird, so wirst du frei werden. Frei werden auch in diesen Umständen. Frei von was? Von der Angst. Von der Angst. Denn die Angst lähmt dich. Und die Angst ist Hauch des Todes. Die Spanier haben das ergriffen und beschrieben als Temor, vom Tod herkommend. So. Und diesen Bestand, ich habe heute mit einem Kapitän gerade geredet, ehemaligem Kapitän, ein guter Bekannter und Freund und Bruder im Glauben. Und er hat gesagt, ja, das Einzige, was wir haben, das ist, was Bestand hat, das ist das Wort, die Basis. Und das hat er mal gehört von einem Pastor und das hat ihn so ermuntert. Ja, wir wissen das. Das ist der Fels in der Brandung. Ja, Jesus, das fleischgewordene Wort. Das Wort, was Bestand hat. Wir wissen das. Wir wissen, dass es ein Fels ist. Wir wissen, dass es unsere Basis ist. Wir wissen, dass wir auf dieser Basis bauen können, unabhängig von den Umständen. Wir wissen das. Doch ich schaue um mich herum und der Sand unter meinen Füßen wird weggespült und ich habe keinen Halt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, worauf stehe ich? Ich weiß, dass das Wort Bestand hat. Ich weiß, dass das Fels in der Brandung ist. Ich weiß, dass Jesus Christus ist. Ich weiß das. Doch meine Umstände überwältigen dieses. Und ich schaue nicht auf diesen Fels. Ich schaue nicht auf meinen Hirten, dass er mich führt. Nein, ich schaue auf die Wölfe, die um mich herum sich versammelt haben und mich jetzt zerreißen werden. Und diese Wölfe können Viren sein, können deine anderen Umstände sein. Aber heutzutage sind wir alle scheinbar lebensbedrohlich davon ergriffen. Und die ganze Welt ist gelähmt. Also Wirtschaft, was wir niemals uns denken hätten können. Gelähmt, Lähmungszustand, in Ohnmacht, ohne Macht. Du und alle wir, der Virus scheint uns entmachtet zu haben. Dich der Mündigkeit beraubt, der Freiheit beraubt. Und du sitzt jetzt nur und zitterst. Vermummt, verhüllt, in der Hoffnung, dass dieses dich nicht ergreift. Dieser Virus hat schon dein Hirn ergriffen. Und das ist viel schlimmer, weil die Angst ist mittendrin in dir. Und deswegen ermuntere ich dich. Und ermuntern heißt im Griechischen dasselbe Wort wie ermahnen. Und ich ermahne dich, dass du dieses Wort der Gnade ergreifst. Und so wie du gut gesagt hast, wir müssen unser Glauben stärken. Und beginnst dich darin zu bewegen. Weil Glauben heißt, die absolute Sicherheit zu gewinnen. Zu glauben heißt, ich gewinne Schritt für Schritt die absolute Sicherheit, dass dieses Wort das Fels ist. Fels ist, auf dem ich stehen kann. Und nun, ich bleibe nicht in dem Sand der Umstände stehen, sondern ich kraxle auf diesen Fels. Ich positioniere mich auf dem Fels. Ich stehe nicht neben dem Fels und schaue auf den Fels zu. Oh, wie schön, ich weiß, dass dieser Fels Bestand hat. Dir bringt das nichts. Du bist schon weggespült, der Sand ist weg durch die Kipsum. So, ergreife diese Möglichkeit. Höre auf das Wort. Und ich wollte im Jesaja beginnen, aber jetzt will ich zum Hebräer zunächst mal gehen, weil da müssen wir hin. Weil genau da waren auch die Alten, die Hebräer 4. Weil wir sind jetzt alle in Unruhe. Alle. Und wenn einer sagt, ich bin total easy und total relaxed, lügst du. Wir sind alle in Unruhe, aber diese Unruhe gilt zu überwinden. Das heißt Kapitel 4 im Vers 1. Und das ist Ermunterung an dich und mich, die heute gerade gilt. Lasst uns nun heißt hier und jetzt, dafür sorgen, auf der Hut sein. Auf der Hut sein. Lasst uns nun auf der Hut sein. Uns nicht einschläfern lassen
von Medien, wirksamen Nachrichten. Wach und nüchtern. Wache auf, der du schläfst, heißt das an anderer Stelle im Epheser. Lasst uns nun dafür sorgen, aufeinander achten, auf der Hut sein, habe ich mir auch dahin geschrieben, dass nicht etwa, da die Verheißung seiner Ruhe einzugehen noch aussteht, für dich vielleicht, in seiner Ruhe, das heißt, wo du dich ausruhen kannst, Gewissheit hast, in seinem Frieden, unter seiner mächtigen Hand, unter seinen mächtigen Flügel, unter seinen Fittichen, wie in Psalm 91 steht. Wo du zur Ruhe kommst, hinter seinen mächtigen Bastion, wo kein Virus da durchdringt, kein Pfeil des Bösen. So, in seiner Ruhe noch aussteht, jemand von euch zurückgeblieben erscheint. Das heißt, lasse uns darauf Acht geben, dass nicht jemand von uns, von deiner Family, von deinen Geschwistern im Glauben oder leibhaftigen Geschwistern zurückbleibt. Bei mir steht richtig mit Ausrufezeichen, dass nur keiner von euch zurückbleibe. Zurückbleibt, das heißt, wo zurückbleibt? In den Umständen gefangen. Sondern dringe, sorge dafür, dass du deinen Nächsten, deinen Bruder, Schwester im Glauben ermunterst, durch diesen Vorhang hindurchzudringen, durch den Vorhang der Umstände, um in seine Ruhe hineinzugehen. Und ich habe jetzt gedacht, so, wenn du durch diesen Vorhang durchdringst, wenn du dir seines Segens gewiss wärst, dann kommt der Friede. Und wenn du deinem Nächsten diesen Frieden zusprichst, dann positionierst du dich. Ja, wirst du dich positionieren und wirst sie ermuntern. Und sie werden durch deinen Frieden wieder ergriffen, um sein Haus, um seine Mauer stärken, eigene Mauer stärken. Und so breitet sich der Friede aus, indem jeder den anderen segnet. Das heißt, wieder mit der heilvollen Kraft ausstatten. Und ausstatten heißt einfach diese heilvolle, das heißt heilbringende. Zuerst Heil bringt sie unserem Geist, indem sie uns wachrüttelt. Und dann dieser Heil unseres Geistes, das was im Heiligen Geist drin ist, ja, Heil, das tut sich auf unserer Seele und auf unseren Körper ausbreiten. Und das bringt zur Ruhe alle Symptome, alle Schwankungen, Seelenschwankungen oder was weiß ich. Und treibt die Angst hinaus. Und treibt die Angst raus, sodass kein Tropfen bleibt. Weil solange wir diese Angst haben, können wir keinen Frieden haben. Und diese heilbringende Botschaft, heilbringendes Wort, Heil, heißt Jesa, das heißt Ja. Das Wort vom Vater, vom allmächtigen Gott, der zu dir und zu deinem Haus Ja gesagt hat. Und wenn die ganze Welt um dich herum zu dir Nein sagt, dann wisse wohl, worauf du dich positionierst. Auf dem Nein der Welt oder auf dem Ja des Vaters. Und das ist nämlich jetzt im Vers 2, im Hebräer 4, Vers 2, genau diese Situation beschrieben, worin wir heute uns befinden. Die wir doch an sich alles wissen, das Wort kennen. Und ich wollte nur sagen, es betrifft nicht nur diese Angst, dass einer könnte sagen, ich habe keine Angst, krank zu werden. Wenn, dann sterbe ich, dann gehe ich zu Gott. Aber irgendwo hat jeder irgendein Tropfen dieser Furcht, was danach? Des Giftes. Was danach? Weil wenn du auch keine Angst vom Sterben oder keine Angst vom Krankwerden hast, dann siehst du bestimmt, was jetzt in deiner Umgebung passiert. Und dass man sagt, okay, viele Menschen werden arbeitslos, es gibt vielleicht Mangel an dem oder dem. Und das tut jeden beschäftigen, weil diese Gedanken werden so richtig aufgenommen von der Seele. Und deswegen prüfe deine Gedanken. Und selektiere das, was, so wie Gott sagt, nimm alles auf, aber du das Gute behalten, das Schlechte verwerfe. Und deswegen heißt das eben, diese Tropfen, ganz egal von welcher Angst es geht, ganz egal welche Art,
der Angst. Es geht diesen Tropfen, was dich irgendwo vielleicht nicht schlafen lässt oder irgendwo dir in den Tag Traurigkeit zuspricht, dass du keine Ruhe findest, hin und her läufst und nicht weißt, was jetzt zu tun ist oder was man da gerade am besten tun soll, um sich vorzubereiten für vielleicht schlimmere Zeiten oder was auch immer. Das ist auch Angst und da soll man sich einfach kontrollieren. Das Gute behalten, das Schlechte verwerfen. Halleluja. Und nicht zulassen, dass irgendwas größere Ausmaß nimmt in deinem Herzen als Gottes Frieden, als sein Wort. Als sein Wort. Und darin sollen wir uns alle immer fortwährend ermuntern. Genau was im Hebräer 4, Vers 2 steht. Ja. Denn auch uns ist eine gute Botschaft, das Wort, gute Botschaft, das Evangelium, gute Nachricht, verkündigt worden. Du hast dieses gehört. Wie auch jenen, die anderen oder die. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ja, mir steht, aber das Wort nützte ihnen nichts, weil sie es wohl hörten, aber es nicht im Glauben aufnahmen. Wunderbar. Das heißt, es muss richtig so das Essen aufgenommen werden, durch den Magen gehen, weiter. Wir wissen, dass dieser Fels, nur dieses Wort ist der Fels und dieser Fels Bestand hat. Wir wissen, dass Jesus Christus dieser Fels ist. Wir wissen, dass wir bei ihm uns bergen können. Wir wissen das, ja. Aber wir haben das nicht aufgenommen. Wir haben uns nicht auf diesen Felsen gestellt. Wir stehen neben diesem Felsen und wundern uns, warum mir der Sand unter den Füßen weggespült wird. Warum die Umstände der Zeit mich so fortreißen, dass ich nicht weiß, was oben und unten ist. Warum denn? Ja, Bruder, du kannst dich nicht den Umständen der Zeit dich entziehen. Du musst dich nicht den Umständen entziehen. Steige auf diesen Fels. Bleibe du nicht neben dem Felsen stehen, weil sonst wird dieses Wort, was du vielleicht auswendig kennst, vielleicht viele Stellen zitieren kannst, vor dich ständig murmelst, vorsagst. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Aber solange du das nicht darauf stellst, dass du deine Basis machst, dass das aus dem Mund kommt, dass du darauf stehst, wird dieses Wort dir nichts bringen. So wie es hier steht, nichts nutzen. Warum? Weil das bei dir nicht mit dem Glauben, das heißt mit dem Festen, mit der vorgegebenen Aktion des Glaubens sich verband. Das heißt, wenn du das ergreifen würdest und auf das Wort dich stellen würdest auf diesen Fels, würdest dieses Wort aus deinem Munde kommen und du würdest gegen diese Umstände mit diesem Wort, was schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und was diesem Wort, wohl wissen, dass diesem Wort nichts zu widerstehen vermag, würdest du gegen diese Umstände vorgehen. Somit würdest du in Ruhe verbleiben. Denn nur wenn wir Glauben gehalten haben, steht es im Vers 3, nur wenn wir Glauben gehalten haben, das heißt so richtig, zu meinem habe ich es gemacht, ja, kommen wir zur Ruhe. Genau, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die geglaubt haben. Und damit ermuntern wir dich. Wir wollen jetzt ein bisschen kürzeren Podcast machen, dafür aber öfters. Damit ermuntern wir dich, ermahnen wir dich. Schaue nicht du auf diesen Felsen, steige du auf diesen Felsen drauf. Ergreife du dieses Wort. Ergreife, denn du, dieses Wort, was ich dir jetzt sage, denn du und dein Haus sind gesegnet. Postuliere das fortwährend im Namen Jesus. Du und dein Haus sind gesegnet. Und gesegnet, das mit der Feuermauer umkreist, umringt in 3D-Dimension. Das heißt nicht nur als Kreis, sondern als eine Kugel. Und durch diese Feuerkugel, die Kugel des Lichts, vermag kein Pfeil des Bösen, egal wie seine Waffen auch heutzutage genannt werden, kein Pfeil des Bösen vermag da durchzudringen. Realisiere du dieses Bild, meditiere darüber. Du und dein Haus sind
gesegnet. Ich spreche dir dieses zu im Namen unseres allmächtigen Gottes und Vaters und im Namen Jesus. Das heißt, du hast das. Ergreif es. Amen. Eine gesegnete Woche in Jesu Namen.